Die Frist für die Steuererklärung läuft in den meisten Kantonen am 31. März ab. Die Steuererklärung bietet Privatpersonen zahlreiche Möglichkeiten, ihre Steuerlast zu reduzieren durch gezielte Nutzung von Abzügen. Wer gut organisiert ist, der sammelt unter dem Jahr alle relevanten Dokumente, was das Ausfüllen der Steuererklärung vereinfacht. An was sollten Sie denken? Die Säule 3a ist eine private Vorsorge, die den Steuerpflichtigen ermöglicht, für das Alter vorzusorgen und gleichzeitig von Steuervorteilen zu profitieren. Beiträge zur Säule 3a können bis zu einem bestimmten Betrag vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden, was zu einer direkten Reduktion der Steuerlast führt. Das Sparen lohnt sich also doppelt. Berufsauslagen können ebenfalls von der Steuer abgezogen werden, wodurch sich die Steuerlast erheblich senken lässt. Hierbei handelt es sich um alle Ausgaben, die in direktem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit stehen. Zu den häufigsten Berufsauslagen gehören Fahrkosten, Weiterbildungskosten, Verpflegungsabzüge und Homeoffice-Pauschalen. Die Kosten für den Arbeitsweg können Sie als Abzug geltend machen. Fahren Sie mit dem ÖV zur Arbeit, können Sie die Fahrkosten des Abonnements abziehen. Nutzen Sie ein Privatauto oder ein Leasingfahrzeug, weil Sie gegenüber dem ÖV über eine Stunde Zeit einsparen oder es Ihr Job verlangt, können Sie 70 Rappen pro Kilometer abziehen. Der Fahrkostenabzug ist jedoch begrenzt. Bei den Bundessteuern liegt die Grenze bei 3.200 Franken pro Jahr. Übrigens kann man auch fürs Velo, E-Bike oder Töffli 700 Franken abziehen, selbst für die Fahrt zum Bahnhof, was oft vergessen geht. Wenn die Mittagspause nicht ausreicht, um für die Verpflegung nach Hause zu gehen, können 3.200 Franken für auswärtige Verpflegung abgezogen werden. Stellt der Arbeitgeber eine vergünstigte Kantine zur Verfügung, sind es 1.600 Franken pro Jahr. Im Zuge der zunehmenden Heimarbeit haben viele Steuerpflichtige Anspruch auf eine Homeoffice-Pauschale. In der Schweiz können unter bestimmten Bedingungen ein pauschaler Betrag oder tatsächliche Kosten für das Homeoffice abgezogen werden. Dies umfasst unter anderem Miete, Strom- und Internetkosten, die im Zusammenhang mit dem Homeoffice entstehen. Wer beruflich bedingte Weiterbildungskosten hat, kann diese ebenfalls von der Steuer absetzen. Hierzu zählen Kosten für Kurse, Seminare, Fachliteratur sowie Prüfungsgebühren. Diese Abzüge sind jedoch nur dann möglich, wenn die Weiterbildung unmittelbar mit der aktuellen oder einer zukünftigen beruflichen Tätigkeit zusammenhängt. Auf Bundesebene sind das bis zu 12.900 Franken pro Jahr. Die Prämien für Ihre Kranken-, Unfall- und Lebensversicherung sind abzugsfähig. Ebenso selbstbezahlte Krankheits- und Gesundheitskosten, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden, können unter bestimmten Bedingungen als Abzüge geltend gemacht werden. Dies betrifft Kosten, die für Zahnarztbehandlungen, Operationen oder andere medizinische Behandlungen anfallen. Hierbei müssen die Kosten eine bestimmte Schwelle überschreiten, die je nach Kanton variieren kann. Es ist wichtig, alle Belege und Rechnungen sorgfältig zu sammeln. Bei der direkten Bundessteuer kann pro Kind bis zu 25.500 Franken abgezogen werden. Bei den Kantonen ist der Abzug je nach Kanton unterschiedlich. Die Abzüge gelten für die Betreuung von Kindern unter 14 Jahren durch eine externe Betreuungsperson oder in einer Kindertagesstätte. Der Abzug ist auf die tatsächlichen Betreuungskosten begrenzt und wird nur gewährt, wenn beide Elternteile berufstätig sind. Einige Kantone gewähren auch für Betreuungskosten in Ferienzeiten Abzüge. Alimente und Unterhaltszahlungen für Kinder können in der Steuererklärung angegeben werden. Es ist empfehlenswert, bestehende Trennungsvereinbarungen oder Scheidungsurteile beizufügen. Bei Wertpapieren können die Kosten für Verwaltung und Verwahrung, die durch Dritte entstehen, abgezogen werden. Zusätzlich können nicht nur die Schuldzinsen von Hypotheken oder Krediten abgezogen werden, sondern auch Verzugszinsen. Haus- und Wohnungseigentümer müssen den Eigenmietwert versteuern, können jedoch gleichzeitig verschiedene Abzüge geltend machen, indem sie die Kosten für allfällige Unterhalts- und Renovationsarbeiten abziehen.
Dabei geht oft vergessen, dass auch die Verwaltungskosten und Versicherungsprämien abgezogen werden können. Spendenzuwendungen an öffentliche Einrichtungen und gemeinnützige Organisationen mit Sitz in der Schweiz sind bis zu einem Höchstbetrag von 20% des Nettoeinkommens abzugfähig. Spenden lohnt sich also doppelt. Haben Sie Fragen oder möchten Sie Ihre Steuererklärung professionell erledigen lassen? Die SMZH bietet einen umfassenden Steuererklärungsservice für Privatpersonen in der Schweiz. Der Service umfasst professionelle Erstellung Ihrer Steuererklärung, Optimierung der Steuerabzüge für maximale Einsparungen, fristgerechte Einreichung und Unterstützung bei Fristverlängerungen, persönliche Beratung für individuelle Steuerfragen. Lassen Sie sich von der SMZH unterstützen und vereinbaren Sie jetzt Ihren Beratungstermin.